Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich mal wieder in Al-Aqwa und werde heute versuchen, endlich auf den Pizzo Rotondo zu kommen. Ich war mittlerweile 3 Mal zuvor hier, habe das Gelände und die Strecke erkundet und bin guter Dinge, heute den Gipfel zu erreichen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und jetzt geht's hier erstmal los. Von Al-Aqwa aus folgt man zunächst diesem wunderschönen Wanderweg hinauf zur Capanna Piansecco. Nach 360 Höhenmetern und ca. 45 Minuten erreicht man die Capanna Piansecco. Und wie jedes Mal werde ich jetzt hier auf der Bank da vorne eine kurze Pause einlegen. Im Vergleich zu den letzten Malen ist es heute noch ziemlich neblig. So, das Ritual meiner Pause hier auf dieser Bank habe ich jetzt beendet. Ein paar Minuten und jetzt geht's weiter. Jetzt geht es auf der linken Seite vorbei. Und dann biegt man hier auf den Wandersteig, der dann gleich zu einem ziemlich steilen Bergweg wird. Nach 3 Kilometern ist dann die Schonfrist vorbei. Ab jetzt findet sich der Steig hier ziemlich steil den Hang hinauf, da oben in die Felsen rein, angeblich so 30 bis 35%. Dafür gewinnt man natürlich ordentlich an Höhe. Nach etwa 700 Höhenmetern und knapp 4 Kilometern endet dann auch diese Steigspur. Ab jetzt geht es weglos auf sehr schwacher Spur weiter. Aber Steinmännchen weisen hier eigentlich ganz gut den Weg. Hat irgendwer sich die Mühe gemacht, Hallo hinzuschreiben. Jetzt habe ich gerade mal die Sonnenbrille ausgezogen, weil es doch immer wieder zuzieht und fürs Gemüt ist es doch ein bisschen schöner, wenn es etwas heller ist. Jetzt wird es gerade wieder recht hell, aber ich bin davon überzeugt, es wird sich gleich wieder ändern. Das wechselt gerade sekündlich hier. Jetzt geht es als nächstes weiter hier durch diesen Geröllhang. Das sieht jetzt sehr wild aus. Es führt aber ein schwacher Steig dadurch, markiert mit kleinen Steintürmchen. Gut steil ist es auf jeden Fall, bringt aber ordentlich Höhengewinn. Aktuell 950 Höhenmeter und auf knapp 2600 Metern. Die Steilstufe ist auch geschafft. Jetzt flacht das Gelände ein bisschen ab und ich habe jetzt auch wieder die Sonnenbrille aufgezogen. Insgesamt ist es jetzt deutlich heller wieder geworden. Das ist gut für die Stimmung. Top. Vor uns liegt jetzt der Poncione di Ruino, 2964 Meter hoch. Jetzt geht es hier durch etwas flacheres Gelände die nächste Stufe rauf, Richtung Passo di Rotondo.
Ich bin jetzt hier etwa auf 2700 Metern. Da haben wir einmal das Kühbodenhorn. Geradeaus wäre jetzt der Rotondo-Pass. Die letzten beiden Male habe ich das auch gemacht. Habe dann diese Querung unternommen. Unterm Pizzo Rotondo entlang. Den sehen wir da. Und dann zum Passo di Ruino. Und als ich vor 2 Tagen da oben auf dem Passo di Ruino war, bin ich einfach mal querfeldein hier durch diese Geröllhalde runtergekommen. Habe mir diesen Stein hier gemerkt, denn die Idee, einfach querfeldein runterzugehen, war goldrichtig. Und jetzt halte ich in diese Richtung und dann geht es von dort über diesen Verbindungsgrat auf den Südgrat zum Pizzo Rotondo. Stöcke sind weggepackt, Helm ist auf dem Kopf, Trailrunning-Schuhe sind gegen Bergstiefel ausgetauscht. Also jetzt auf ins T5 und T6 Gelände. Jetzt geht das Abenteuer richtig los. Let's go! Es gilt es lediglich da oben die richtige Route zu finden. Aber man hält sich so in Richtung dieses Gendarms vor dem Pontione di Ruino. Da irgendwo sollte man rauskommen. Jetzt bin ich unterhalb vom Passo di Ruino und ich habe auch genau die Stelle getroffen, wo ich das letzte Mal rauf und runter gegangen bin. Das stimmt mich schon mal sehr zuversichtlich. Und jetzt geht es hier durch ziemlich brüchiges Gelände hinauf. Und auch hier versuche ich so weitestgehend irgendwie über Blöcke aufzusteigen und diese losen Geröll- und Kiesflächen auszulassen. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, aber an vielen Stellen geht das ganz gut. Jetzt hoffen wir, dass es mich hält. Auch heute habe ich wieder mein Klebeband dabei. Liebe Grüße an Bob. Danke für den Tipp. Das wird natürlich auf dem Rückweg wieder eingesammelt. Hier kickt jetzt also Adrenalin so richtig. Die Stelle ist wirklich einfach nur beschissen. Ein Scheißgelände hier einfach. Hält er mich? Okay, der gibt nicht nach. Ich bin's auch. Das Gelände hier ist einfach unwahrscheinlich unübersichtlich. Irgendwie sieht alles gleich aus. Vor allen Dingen größerlich. Ich stehe nicht fest. Schließlich sind beim Rotondo. Hier ist nie was fest. Aber jetzt flacht das Gelände ordentlich ab. Das ist sehr wohltuend. Aber so ist das leider, wenn die Gletscher weg sind, bleibt das unten drunter übrig. Und macht das Bergsteigen um ein Vielfaches anspruchsvoller. Das Tückische ist wirklich, die Blöcke können noch so groß sein, die geben trotzdem nach. Man kann sich hier einfach nirgendwo sicher sein, ob was fest ist oder nicht. Da ist der Gendarm. Und da ist der Pontione di Ruino. Und auf den geht es jetzt als erstes rauf, bevor es dann gleich auf den Südgrat geht. Den sieht man da. Das sind ja nur 45 Grad. Das sieht so krass aus, wenn man so frontal drauf schaut. Eine Wahnsinnsaussicht.
Jawohl. Pontione di Ruino. 2964 Meter. Und der Südgrat hat sich versteckt. Aber schaut mal da. Mein Hornefstein vom letzten Mal. Und den werde ich jetzt gleich einsammeln und versuchen, auf den Pizzo Rotondo zu tragen. Das Stück ist einfach fies. Jetzt geht's für mich da weiter über diesen Verbindungsgrat und dann da hinauf, wo jetzt gerade noch die Wolke hängt. Ja, ich würde sagen, dann geht's jetzt mal weiter, oder? Jetzt bin ich auf dem kleinen Verbindungsgrat und versuche jetzt da den hellen Fels anzupeilen. Und da geht es dann auf den Südgrat hoch. Jetzt über diesen Verbindungsgrat. Ziemlich schmal. Der sieht überhaupt nicht schön aus von hier. So, Leute mit schwachen Nerven kommen jetzt mal besser weg. Und hier geht ordentlich runter. Ich nehme jetzt die Technik meiner Frau. Einfach auf den Popo. Leider wird es ja auch wieder brüchig. Boah, er geht an die Pumpe. Und nicht nach unten schauen. Oben rüber. So. Ist unwahrscheinlich fordernd hier. Besonders für den Kopf. Ich glaube, dann ist hier zumindest das Schlimmste getan. Boah, Hilfe, ey. Ist das ausgesetzt, ey. Boah. Ich muss jetzt da vorne irgendwie um diese Wand noch rum. Und dann soll es leichter werden. Wie gesagt, das ist nur der Verbindungsgrad. Der richtige Südgrad kommt erst noch. Okay. Oh. Das ist so Psycho, ey. Falscher Fuß wieder auf der falschen Seite, ne? Na, Vorsicht, der ist nicht fest. Der hoffentlich schon. Schnell rüber. So, jetzt werde ich hier die Schlüsselstelle noch hinter mich bringen. Das sind ein paar Meter, ey. 20 Minuten. Unglaublich, für die paar Meter hier. Vor allem, das muss man nachher zwangsläufig alles wieder zurück. Das soll angeblich die unangenehmste Stelle am Grat sein. Es hält ohne Ende auf. Da kommt
dann auch schon wieder entgegen hier. Angeblich soll das Schlimmste vom Südgrat gewesen sein. Ich hoffe, das bewahrheitet sich jetzt auch. Aber hier wird das Gelände jetzt irgendwie für den Moment zumindest deutlich angenehmer. Ich denke mal, das ist klar, dass das da nicht geht. Wie geneigt, hier diesen Spalt zu gehen. Erstmal hier runter. Ich wollte auf den Berg rauf. Nicht immer weiter absteigen. Festhalten. Vielleicht geht es auch hier an der Seite entlang. Das ist fies, ne? Nicht so richtig Platz. Du gehst doch ja durch den Spalt durch. Das war gut. Knapp über 3000. Es ist einfach anstrengend. Und natürlich schlaucht es auch so nach der ganzen Zeit, die man schon unterwegs ist. Oh. Ist das nicht irre mit den Wolken? Das richtige Getränk für heute Abend wäre ja eigentlich Christian on the Rocks. Aber noch bin ich ja nicht einmal oben. Da ist an Belohnung noch nicht zu denken. Erst wenn man wieder heile unten ist. Die Gipfelflosse. Das macht so Eindruck, oder? Soll angeblich leicht von links erklommen werden können. Ganz wichtig bei Steinmännern, greift keiner aufeinander, sind ein Steinmann. Erstaunlich, wie gut das hier hochgeht. Wenn man dieses Ding vom Tal aus sieht, sieht das richtig übel aus. Das ist echt das Heftigste, was ich je gemacht habe. Echt. Ich habe schon viele verrückte Sachen gemacht, aber das hat schon seinen Grund gehabt, warum ich jetzt zum 4. Mal jetzt hochgehe. Last Meter. Die letzten Meter. Jawohl. Oh. Geschafft.
Ich hab's geschafft.